Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen hier noch bei der Nachtwache. Ich starte mal den Timer und wir reden mit Walter. Good day to you, Mors. You wouldn't by any chance have some work for me there in your pouch? I haven't forgotten you, Walter. Show me. I have the Lady of the Lantern ready for your hands, Painter. The crone? I'm starting to believe that you'll succeed in your quest, Mors. You know she represents the wisdom of the ancients, don't you? Those who have the experience to guide us through the trials of the night. For the moment, in my eyes, she represents the weight of my ancestors. You'll accomplish this quest, Mors Westford. I feel it in my old bones. Ja, eine Statue brauche ich noch. And it seems to be working. That's right, make fun. They'll soon play us foul. I can feel it in my bones. Okay. Heard about the massacre in Molestown. How many men did we lose? 6? 10? It must have been the imposters from the south. That's what happens when the Night's Watch meddles in matters that don't concern it. What? You think it was our fault? It's just that Der, start looking at what is going on der hier, elsewhere. gegen den ich jetzt gegenlaufe, der hat die Stimme von Arwen Harten. Irgendwas stimmt mit diesem Schild hier nicht. Kompositbogen. Das war das einzige und erste Mal, ja, erste und letzte Mal, glaube ich, wo ich irgendwie erkenne, wo ich Alesters Fähigkeit einsetzen kann. Mal hier gucken, nee, hier ist nichts mehr. Hat jetzt aber auch nur einen Kompositbogen gebracht, mehr jetzt nicht. Dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder nach Flussrad für die Hauptquest. Könige und Leichen ziehen stets Aufmerksamkeit auf sich, Davos Seewert. Ich denke, das haben wir auch nicht zum ersten Mal hier stehen. Ich frage mich echt, wie lange das Spiel noch dauert, weil ich glaube wirklich, so lange dauert das gar nicht mehr. Ich habe mir sogar schon Notizen für das Endresümee gemacht. Mal schauen, wann ich sie brauche. Vielleicht überrascht das Spiel ja doch und dauert doch noch voll lange. Ich denke mal, das dauert ungefähr so viel lange wie die Imperiumskampagne von Disciples 3. Jetzt so an den Umfang eines Neverwinter Night 2 oder The Last Remnant wird das jetzt, glaube ich, nicht rankommen. Da wüsste ich jetzt nicht, was dann noch alles passieren sollte, dass das so lange noch dauert. Ja, wir sind ja jetzt auch bei bald bei Part 60. Ich denke mal so 70, 80 Parts werden es werden. Also noch so 3, 4 Aufnahmesessions. Ich weiß noch nicht, wohin das alles wirklich jetzt führen soll. Wie jetzt diese Story hier endet. Das interessiert mich noch. Ich glaube, es gibt hier verschiedene Enden. Da habe ich, als ich das Spiel auf Amazon bestellt habe, von gelesen. Dass da irgendwie 4 unterschiedliche Enden geben soll. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn es unterschiedliche Enden gibt. Victor. Ah, Lord Alester, it is a joy to see you again, safe and well. With the tragedy that befell this city, I feared the worst for you. River Spring is already sick, and if the last Lord Sarwick were to disappear as well, what would we do? I am well. Do not worry. Could you take us down the Blackwater Rush in your small boat, Victor? A trip along the river? No problem, my lord. This will be no pleasure trip. We're going to Castlewood. The castle could be under siege when we arrive. We should expect a heavy battle. We must get inside the castle. The Blackwater Rush leads into it, so we must float along the castle sides until we find the bridge leading to the prison. But what if those besieging the castle see us? They'll kill us on sight. Which is why they mustn't see us. We'll arrive at dawn. The morning mist will help us pass unnoticed. Despite all that, Valar is far ahead of us. Do not concern yourself with that. By taking the river, we'll make up for our delay. Castlewood should hold until we infiltrate the castle. With respect, my lord, this plan of yours seems very risky.
We need you, Victor. Help us, and you will be handsomely rewarded. If you put it like that, how can I refuse? I'll prepare the boat. Come and get me when you're ready to leave. All is ready. Let's get aboard. We have no time to waste. Very well. So, ist das jetzt unser Point of No Return oder... Es klang jetzt irgendwie so. Vielleicht interpretiere ich jetzt auch viel zu viel hier hinein. Castlewood is but an hour from here. Very well. Let's rest a bit. We'll need our strength for what lies ahead. As you wish, my lord. In the meantime, I'll prepare you a meal. Good idea. Thank you for your help, Victor. Mors, you're not asleep. I was thinking. You're thinking about Jane, aren't you? Yes. I realize that I'm ready to do anything to save her. That girl. It's been a long time. What's been a long time? It's been a long time since I wanted to protect someone like that. Since I felt I can be of so much use to someone. My years at the wall were filled with nothing but blood, steel, and ice. But Jane makes me feel alive again. When I discovered my family's graves, she was there with me. Your family. I'm truly sorry, Mors. Let's not talk of that again. What's done is done. Once we're finished with Valar, I'll make sure Jane takes a boat to the Free Cities and has enough coin for her and her child. You would not leave with her? No. My duty is to the wall. That's where I belong. I see. There's something else we need to talk about, Alester. And I need you to answer me straight. When I was dueling with Valar, I was winning. When suddenly everything turned black. I was expecting that question. I cannot explain what happened, Mors. It seemed like a shadow. It wasn't human in any case. When I returned from Bravos, Harwin told me that Valar was thrown out of the Citadel. He probably learned to summon dark forces there. None of that seems real. And that's not all. You were dead, Mors. That shadow had killed you. When we took back Riverspring, I came looking for you. As is the custom for Red Priests, I went to your body to pay my last respects. You seemed so at peace. I backed away. And just then, you rose. But how in the names of the gods could that happen? I felt a sword pierce my body. I still feel the chill of the blade in the hollow of my chest. The pain took all the strength from my body, and I felt my life slip away with nothing I could do to stop it. I thought you were dead as well. I believe it was the ritual of the last kiss that brought you back to life. Impossible. Since when do you possess such powers? I didn't have them until now. I'd practiced the ritual countless times, even on my father, but no one ever came back to life before. So, why me? I don't know. I cannot say for sure, but it seems that R'hllor may have rewarded my devotion by giving me his strength. It's as if my powers came to me through his will. Magic is everywhere, and the light that shines my path is ever increasing. Well, I'm alive thanks to you. However, something's not right. What is it? What do you feel? That's just it. I no longer feel anything. I'm alive, although my chest still bears the wound that slew me. And everything is different. Mors, I'm sorry, but I don't have the answers to your questions. All I can say is that R'hllor gave you his flame, the flame of life. I don't know how long it will last, but what matters now is what you'll do with the time you have left. That's easy. I want to save Jane and kill that bloody Valar. It's just as I thought. R'hllor, light my heart with your light. Thank you for allowing me to bring my friend back to life. But I'm asking you to help me once again. Help me find the answers to my questions. Mors treats the Targaryen girl like his own daughter. I cannot tell him what the Queen wants me to do. But if I don't bring the girl to the crown, that unholy Valar will get Riverspring.
R'hllor, I beg you, guide me through the darkness that shrouds my path. I must decide the path to take. Well, dawn will soon be upon us. We ought to go. Yes, let's go. Very well, my lord. Denn was Totes kann niemals sterben, doch erhebt es sich von neuem, härter und stärker. Aeron Feuchthaar, der Onkel von Theon, das hatte ich mich ja einmal gefragt. Ich weiß nicht, ob der in der Serie auch so genannt worden sind. Gesetze sind eine öde Angelegenheit und Kupfermünzen zählen noch viel schlimmer. Robert Baratheon. Ich glaube, den Spruch haben wir sogar wirklich das erste Mal hier. I thought we'd never make it. It's a miracle. As expected, the troops have their eyes only on the fighting and missed our shadows on the river. Victor, stay here and await our return. You must be ready to leave at any moment. Here? But what if a guard arrives? For the moment, there's nothing to fear. The attack will keep the castle's soldiers busy. No one will come through here. Hurry! Let's go in now! Calm yourself, Mors. Caution is our best ally here. The more discreet we are, the easier it will be to get to Jane. Jane wird irgendwo in der Burg gefangen gehalten, findet sie und befreit sie. Weil hier von wegen diskret. Schlüssel zum Kerker von Burgholz. Hundi! Isn't that your dog? How did he find us? He must have followed my scent. The dog knows Jane's scent well. We should be able to pick up her trail easily. Der Spürhund hat sich eurer Gruppe angeschlossen. Sehr schön. Wie ging das? Alt. Alt war die richtige Taste. Mal schauen, ob ich den einen oder anderen Soldat mit dem hier killen kann. Ich sollte aufpassen. Der könnte mich sehen. So, schnell. Den will ich die Kehle durchbeißen. Na, komm. Ja, los. Boah, ist das anstrengend. So, sehr schön. Wie auch immer das gehen soll. So, einer für den Weg. Okay, da geht's lang. Hier haben wir noch einen Soldaten. Den kann ich jetzt aber erstmal getrost ignorieren. Mors. Ich brauche dich mal eben. Um die Tür da wieder aufzumachen. Ich weiß nicht, soll ich hier kämpfen? Nee, ich kämpfe mal nicht. Versuch mal so viele mit Hunden. Okay, hier muss ich kämpfen. Hier kann mein Hund die nicht mehr alle töten. So. Gut, dann einfach mal hier Angriff. Alester nimmt mal, ja genau, das Schwert. Olors Klinge und Angriff. So. Sehr schön. Oh, Blutrausch und Raserei. So. Jetzt nimm sie auseinander. So, Alester. Explosion. Sehr schön. Oh ja, das hat gut Schaden gemacht. Einmal genau die leichte Waffe. Mors kann mal ruhig ein Schlaggewitter machen. So, dann change du mal deine Waffen und greifst hier an. Los. Alester, ja, ich sollte mal vielleicht regenerative Hitze einwenden. So. Schöner letzter Schnitt. All this fighting, they must know that they have enemies within their walls. Never mind. At least Valar's attack should make them less interested in us. Ja, Of course, but there'll surely be a hell of a welcome for us outside Jane's door. What are those men doing here? das ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen.
Wir kriegen die schon hier alle erledigt. So. Ja, los. Achso, jetzt sind hier noch mehr gekommen. Na, scheiße. Könnten wir mal bitte uns entscheiden, gegen wen wir hier kämpfen? Ich blicke gerade gar nicht mehr durch. So, dann einmal den hier erledigen. Am besten hiermit. Maus, setz mal dein Schlaggewitter ein. Mal hier ein bisschen zu wüten. Jetzt mal auf den hier. Zack. Ah. So, sehr schön. Und hier kannst du auch mal eben deine Wut rauslassen. Genauso wie Alester mal wieder den hier betäuben kann. Dann haben wir hier auch wieder alle getötet. Ja, Mors, das hast du doch schon mal gesagt. Never mind. At least Valar's attack should make them less interested in us. Of course, but there'll surely be a hell of a welcome for us outside Jane's door. Habe ich den Geruch? Okay. Hier kann ich dem Geruch nicht mehr folgen. Oh, ich hätte hier um die Ecke gemusst. Scheiße, ich hätte gar nicht kämpfen müssen. Egal. Ein paar tote Wachen stören da auch nicht. So. Jetzt einmal hier durch. Oh, den könnte ich vielleicht mit Hundi wieder töten, wenn ich nicht ganz schnell bin. So. Genau. Ja, komm. Aber bei denen in den schweren Rüstungen ist das, glaube ich, schwerer als bei den anderen. Hier dauert das immer so lange. So. Nächste Tod. 50 Erfahrung, gar nicht mal schlecht. So, nee, nicht Tab. R. So. Habe ich mal die richtige Taste gefunden, mit dem ich vom Hund wegwechseln kann. Schlüssel zum Keller von Burgholz. Sehr schön. Ja, mal hier durch. Jane must be somewhere nearby now. I can feel it. Okay. Oh. Hundi. Ganz schnell. So. Und wir den hier auch noch getötet bekommen. Weil wir können es ja auch mal nutzen, dass wir unseren Hund wieder haben. Na komm, los. Oh, dauert das lange. Der hat wieder 35 Erfahrung gegeben. Geht's mal wieder weiter mit Mors. Was hat der dabei? Rüstungszertrümmerer nochmal. Sehr schön. Dann kann er den zweimal. So, Rüstungszertrümmerer einmal in die Hand. Rüstungszertrümmerer nochmal in die Hand. Wie viel Schaden macht er dann mit Waffenset 2? Auch recht guten. Sehr schön. So muss das sein. So, kann Alester hier mal die Tür öffnen. Dann geht es ein Stockwerk nach oben. Es wird gespeichert. Das ist etwas nie eine gute Nachricht, wenn gespeichert wird. Okay. Jetzt ist wieder Mors an der Reihe. Dann müssen wir... What the? Seven hells, intruders! I must tell Sir Ethan! Flame and shadow. We must get him before he raises the alarm. Oh, das könnte schwer werden. Sturmbrecher, okay. Bedenken. Schreiben jenseits der Meerenge. Okay, warte. Nicht Inventar, Escape. Archiv. Oh, die Meerenge. Quest. Bedenken. Mein lieber Arryn, wir haben so manchen Weg gemeinsam beschritten und etwas ganz Großes aufgebaut.
Heute muss ich allerdings über meine Bedenken informieren. Diese Bruderschaft, die Stück für Stück so etwas geworden ist, das unsere kühnsten Träume übersteigt, sieht sich möglicherweise einer Katastrophe gegenüber. Die Strategie, die wir seit Monaten verfolgen, ist offenbar den Untergang geweiht. Ein Kampf ist nicht die Lösung, die wir ursprünglich ins Auge gefasst hatten. Ich bitte euch, mein Freund, meine Befürchtung ernst zu nehmen und eine Krisensitzung des Schattenrates einzuberufen, sodass dieses Problem so bald wie möglich gelöst werden kann. Reinhard Zarvik, Großoffizier der Bruderschaft. Schreiben von jenseits der Meerenge. Ich schicke euch dieses Schreiben, um euch außerordentlich wichtige Neuigkeiten zubereiten zu lassen. Magister Illyrio Mopatis, Magistrat der freien Stadt Pentos, hat eine Allianz zwischen dem mächtigen Khal Drogo und Prinzessin Daenerys Targaryen geschmiedet. Die Anzeichen für die Rückkehr der Kinder stehen gut. Ich habe bereits alle mir zur Verfügung stehenden Mittel mobilisiert, um eine mögliche Überfahrt durch die Meerenge vorzubereiten. Ein Kalassar von 40.000 Männern für den Fall, dass unsere ursprüngliche Pläne mit der Erbin fehlschleiern. Gabelzunge, Schiffsmeister der Bruderschaft. Oh shit. What? Seven hells. Prepare to welcome Ja, toll. Verkackt. So much for being discreet. Ja, halten Schlüsselbund. Ich hätte einfach ein Stockwerk höher noch. Hä? Was? Wo muss ich denn jetzt hin? Hundi? Okay, hier gibt's noch was. Grad mal aus. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Müssen wir halt kämpfen. Ich bin sowieso eher der Hau drauf. Halten Schlüsselbund. Oh, da ist er doch. Jagdgesellschaft. Nochmal ein Archiveintrag. Orte. Ach, die Meerenge muss man jetzt nicht lesen. Ist nicht so interessant. Lord Arryn, mit diesem Schreiben möchte ich euch darüber in Kenntnis setzen, dass die Vorbereitungen für die Ankunft von König Robert Baratheon nun abgeschlossen sind. Wie vereinbart begeben wir uns für eine 3-tägige Jagd auf meine Ländereien. Das Ziel besteht darin, die Wege der Erbin zu kreuzen, um der Herrschaft des Usurpators ein Ende zu bereiten und der rechtmäßigen Dynastie wieder auf den eisernen Thron zu verhelfen. Der Graue Donner, Kriegsmeister der Bruderschaft. So, halten Schlüsselbund. Bloody hell! What was that? A catapult. They're bombarding Castlewood. Seven hells. I hope the walls hold out. Das war unser altes Zimmer mit Alester. Hundi. Dahinter. Da sind auch Gegner. Das spürt Hundi schon. Ah, Janes Zimmer. Jane, I'm getting you out of here. As long as I live, the girl will not leave here. Your little adventure ends here. Aber das lässt sich ändern mit deinem Leben. So, Mors, du stellst direkt Sir Ethan in einem Kampf. Alester, du versuchst mit Rolors Klinge hier schon mal die mittleren auszuschalten. Ja, komm. Warte. Nein, Mors, da. Halsabschneider. So. Los, schnell. Ach, hier Explosion. Warum mache ich das nicht? Jetzt greife ich ja den anderen hier an. Hallo. Ich verliere gerade den Überblick. So, hier, den sollst du doch töten. Bam. Dann kann als nächster der hier sterben. Mors, du greifst auch den vollkommen falschen an. Du sollst gegen den hier kämpfen. Halsabschneider, ich bitte darum. Alles, da kann man ganz geschwind eine Mixtur des Meisters trinken. Und Explosion kann er einsetzen. Sehr schön. Oh, alle tot. Sehr schön. Mors, what's wrong? All is well, Jane. But those wounds. Nothing you ought to trouble yourself with. I'm here for you.
You cursed. Not to worry. I'll make sure you're not alone in hell for long. Your lord will be joining you soon. We must go. Can you walk? I can try. But Mors, my baby is coming. I'm in labor. My water broke just before you arrived. I'm to give birth at any moment. So we must hurry. If this child is born inside this castle, we don't stand a chance. Halton! So, these are the intruders who dare to attack my guards in the very heart of my castle. I should have known you were behind this. Balar's men could never have got so far within these walls. You're just in time to reap all that you have sown. What I've done to your torturers is nothing compared to what I have planned for you. Are you trying to impress me? There are only 2 of you, and I have an entire army. Alester, stop this foolishness. It's not too late to join me. You fool. You won't be so arrogant once Valar has razed your stronghold to the ground. That won't happen, my friend. This fortress was built to withstand much stronger attacks. When I was made a lord after the rebellion, I had the fortress strengthened to withstand major attacks. I raised the walls, reinforced them, and improved the armaments that line them. No man can take this castle. Stupid arrogance from a blind old man. You've already lost this battle. No. As long as I command the defenses, Valar will not take so much as a single stone. I've been preparing for this for a long time. You think you can control everything? You think you can foresee all the consequences of your actions? Just like you planned to kill me when you were done with me? This time things will not go as you planned. You know, it's not too late for you to stop this idiocy. Honestly, I would prefer to have you on my side, Alester. Together, we could do great things. Everything I have done, I did for the realm. This concerns more than just your family or mine. The fate of Westeros is at stake. We live in a world of chaos, ruled by reckless fools who would rather condemn than understand. It took my brother's execution after Robert's rebellion to make me realize it. His only crime was wanting to protect his people by refusing to take sides with the enemies of the Targaryens. And this gives you the right to take others' lives in search of revenge? I don't want revenge. I want action. If nothing is done, the situation will only get worse. I considered every possibility, every issue. I tried to meet with people and listen to different points of view. That's when I met your father, Alester, and other lords who were equally disgusted with the greedy political games. Most people divide the world into 2 factions, the good and the bad. I chose to remain in the middle, where knowledge lies. Is that why you tortured me? In the name of knowledge? I had no choice. I couldn't allow a spy in my midst. I had to find out what you knew. Call it what you wish. I am only being pragmatic. Look at past events, and you'll note that it's the conquerors who write history, regardless of how they go about it. I studied the history of the realm, and came to realize that it is currently in its darkest era. But I could do nothing alone. Believe me. Had sacrificing my life been enough to remove the usurper from the throne of the 7 kingdoms, I would be long dead now. But I knew that even if Robert were dead, another tyrant would take his place. My death would have been for naught. Everything would have continued as before. The corruption, the wars, the poverty. No. I needed to sow a powerful seed and reap the fruit myself. But how? By starting another great war? As if what we suffered 15 years ago was not enough. Eris the Mad may have tainted the Targaryen name, but for the people of the 7 kingdoms, this was no more than a stain on the dragon's otherwise glorious history.
If I can offer the people an heir from the dragon bloodline, they will take my side, and many lords will do the same. The child is heir to both the Targaryen and the Baratheon lines, and would be true ruler. The kingdom will enjoy a golden age like it has never known, and the snakes of King's Landing will get what they deserve. Whether my actions are deemed vile or inhumane will be of no consequence. No one is falling for your tricks. You're only interested in power. The only reason you want her child on the throne is so you can pull his strings and control the throne through him. You're no better than the tyrants you denounce. It is useless to continue this discussion. Very well. We've wasted enough time. Give me Jane, and maybe I'll allow you to leave here alive. Come and get her then. Take care of them. But don't kill the girl. Mors! Alester! There are too many of them! Get inside, quick! Hold the door! If they break it down, all is lost. I can do it alone. Alester, find a way out of this wasp's nest. I'll see what I can do. So, ganz schnell ein Cut hier. Diese Folge hatte auch wieder übelste Überlänge. Aber egal. Ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Und bis dahin, macht's gut.